dann Stück für Stück alles verkauft in Deutschland. Gedacht, nee, komm, ab in die Welt. Ne? Hallo, ich bin der Markus und das ist mein Mercedes LP von 1962. Den Wagen habe ich im Internet gefunden, der erste Frontlenker von Mercedes gewesen. Ich hätte fast einen lieber mit Schnauze gehabt, aber ohne Schnauze ist leichter zu fahren. Das ist ein ehemaliger Möbeltransporter gewesen. Die haben dann nicht so viel gelaufen, die Möbeltransporter. Wenn man so ein Fahrzeug fährt, der hat ja keine Servolenkung, der hat ja gar nichts, noch nicht mal Gurte. Der ist ja 2,50 breit. Also die Breite vor allen Dingen, und dann haben die alten Dinger immer ziemlich Lenkspiel, muss konzentriert fahren. Ne? Das war schon aufregend, die erste Fahrt, die erste Probefahrt. Ne? Und natürlich sind sie sehr langsam. Der ist nichts für schnell. Der hat zugelässiges Gesamtgewicht 7,5 Tonnen und nur 100 PS. Also da ist keine Eile, kannst du nicht machen. Ne? Da musst du Zeit haben. Ich war Briefträger, ne? Also ich hatte ein Fahrrad und nachher ein Auto. Und mit 21 habe ich schon das erste Haus gekauft, und zwar in einem alten kleinen Bauernhof. Und habe der war fast eine Ruine, und habe da angefangen, das Ding dann auszubauen. Also diese Zeit, diese Postzeit und dieses Ausbauen von so einem alten Bauernhof haben mir so eine Scheu genommen, etwas anzufassen. Dieses alte Bauernhaus habe ich nach 5 Jahren verkauft und habe ein größeres Mühlenhof gekauft und habe da 4 Wohnungen reingemacht, als ich noch an der Post war. Schon mit dem Gedanken, wenn du abhaust, dann musst du ja irgendwie Geld verdienen und dann kannst du die Wohnungen vermieten. Also erstmal war ich allein in Indien und Nepal. Das war meine erste Tour 1991. Und dann nachher am Schluss bin ich allerdings nicht mit meiner Freundin, sondern mit einem Bekannten, bin ich nach Laos. Ne? Und zwar erstmal in die Hauptstadt, nach Vientiane. Das war auch so ein bisschen, damals noch ein bisschen wie Indien, also kann man nicht vergleichen, aber dieses Provisorische, ne, diese zusammengeflickten Autos. Ich wollte erst ein Hotel oder Guesthouse machen, das ging aber nicht, weil um eine ausländische Lizenz zu bekommen, musst du mindestens 15 Zimmer Hotel bauen. Das war mir also so viel Geld hatte ich ja nicht. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, ein Restaurant geht auch. Dann habe ich gesagt, machst du ein Restaurant. Dann bin ich auf so ein Rosenholzhaus gestoßen und konnte das dann für 15 Jahre fest mieten. Ich musste 20.000 Mark, damals deutsche Mark, hinlegen. Alle 5 Jahre 20.000 Mark. Und dann habe ich das riskiert. Habe aber nicht sofort bei der Post gekündigt, sondern habe erstmal ein Jahr Urlaub genommen. Das ging, ne? Zum Testen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Dann habe ich dieses Ding gemietet und habe einfach da provisorisch erstmal ein Restaurant eingerichtet. Also nicht mit einem nicht großen Investment. Obwohl das 40 Tische, ne? Das war nicht klein. Ich habe dann Stück für Stück alles verkauft in Deutschland. Also ich wollte den im Stil der 60er Jahre irgendwie lackieren. Und darum habe ich den ein bisschen auch als Foodtruck schon gedacht. Wenn ich mal wieder nach Deutschland muss, dass ich irgendwie vielleicht Kaffee verkaufe. Und darum die Kaffeewerbung. Ne? Es ist ja so, ich habe hier nicht viel, aber schon Grün drin, weil ich lebe ja im Dschungel. Ne? Ich lebe im Dschungel in Laos und bin das Grün gewöhnt. Das ist ja mein Orient Express quasi. Ich liebe Indien und ich liebe dieses antike Baumaterial. Und ich habe Kontakt nach Rajasthan. Und in Rajasthan gibt es Schrottplätze für solches Baumaterial, weil die Städte so schnell wachsen und dann reißen die lokalen Häuser ab und dann gehen die auf den Schrottplatz und dann kann man die da raussuchen, die alten Sachen. Und habe einfach einen Container auch nach Deutschland geschickt halt, ne, und da ein paar passende Sachen rausgesucht und dann hier reingebaut. Ich habe dann halt ein Restaurant, das war sehr erfolgreich. Wir waren Nummer 1 im Lodel Planet, ne, nach einem Jahr oder so. Ja, ich hatte dann 30 Angestellte nachher, ne, nach 2 Jahren oder nach 1 oder 2 Jahren schon. Ne. Aber es ist trotzdem langweilig, ein Restaurant zu haben, fand ich. Ne, langweilig. Ne. Das ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Ne. Und habe dann das Restaurant auch verkauft. Und dann habe ich angefangen, so ein Resort zu bauen. Und zwar habe ich, das ging damals noch, alte laotische Häuser, Mixthäuser. Es gibt laotische Häuser, das waren jetzt nur Bambushütten, aber es gab französisch-laotische Mixthäuser und die waren sehr schön. Die waren aus Holz teilweise, aus Fachwerk, und die haben die damals verkauft. Ne, das fand ich unfassbar, und zwar für relativ wenig Geld. Die ganzen Häuser, um sich dann so ein hässliches Zementhaus einzusetzen. Und ich habe dann
4, 5 Häuser davon gekauft. Und da habe ich auch mein Haus gebaut dann damals. Ich wollte ja raus aus der Stadt, auch in Lumberbang, weil es wurde immer mehr busy, ne, mit Touristen. Ich wollte da weg und habe gesagt, ich mache jetzt das Ressort mit meinen Investoren, leite das und konzentriere mich auf Elefanten. Ich habe dann mehr und mehr Elefanten gemietet erstmal und noch ein paar gekauft. Die sind sehr teuer. Und hatte dann nachher bis zu 14 Elefanten. Ich hatte dann Elefantencamp. Na, und irgendwann habe ich das Ressort auch verkauft und hatte nur noch Elefanten. Das war ab 2008, ne, um mal so eine Zeit. Und dann, das hieß Elephant Village. Ne, das ist super gelaufen. Das habe ich dann 5 Jahre gemacht. Dann habe ich das verkauft. Ne, das war eigentlich ein Fehler. Das ganze Camp, komplett. Alles verkauft. Das war 2013. Ne, da war ich dann schon 15 Jahre in Laos und ich hatte die splinige Idee, nach Deutschland zurückzugehen. Ne, nach 15 Jahren denkst du, das habe ich alles rosa-rot gemalt hier. Ich kannte das ja nur noch aus dem Fernsehen so ungefähr Deutschland. Und ich war ja Beamter damals, war ja eigentlich auch nicht schlecht. Und ich habe gedacht, jetzt, da war ich schon 50, knapp 50. Ich habe gedacht, jetzt gehst du nach Deutschland und das war ziemlich viel Geld, was ich da bekommen habe. Ne? Und legst das hier an und machst nur noch Holiday. Ne? Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich hier in der Stadt, hier in Oberfranken, habe ich mir ein 6-Familienhaus gekauft, im Zentrum, habe das renoviert und das war so eine Scheiße. Weil klar, Baugenehmigungen, unwahrscheinlich viel Geld, was ich da investieren musste an Renovationen, man hat ja kaum Leute gefunden. Ich wusste das alles gar nicht, weil das war, bevor ich gegangen bin, 98 alles anders. Ne? Das hat sich alles verändert in der Zeit und es gab irgendwie nur Ärger. Ne? Ich hatte den damals gekauft, weil mein großer Traum ist, ein Leben lang mit dem Fahrzeug von hier nach Asien zu fahren, halt nach Laos. Das ist dann so ein Traum am Anfang und dann war der Wagen natürlich viel zu schwer. Du brauchst kein 7,5 Tonnen Gerät, um nach Asien zu fahren, weil du ja mehr fährst als wohnst. Bei dem hier, der ist ja mehr zum Wohnen. Ne, du brauchst ein Ding nicht. Wenn du nach Asien fährst, du lebst ja dann draußen oder du fährst. Ne? Und da brauchst du eigentlich nur einen kleinen Wagen. Irgendwie einen klappbaren Geländewagen. Also die Tür ist ja eine alte Tür aus Indien. Hier geht es in den Maschinenraum. Also eine Badewanne haben wir leider nicht. Ne? Das ist wegen dem Wasser ein Problem, ne? Wegen dem Gewicht. Hier ist aber eine Dusche drin. Und ich habe auch Gaswarmwasser, aber auch Strom. Also der privateste aller privaten Räume ist das Schlafzimmer. Hat man auch Rundumsicht. Ich fühle das ja wie ein Verkaufsgespräch. Hier ist ja kein Verkaufsgespräch. Also ich habe damals für den 20.000 bezahlt, aber ich habe mindestens 80.000 hier reingesteckt. Das ist Liebe, dieses Auto. Das ist ein Zuhause. Ne? Das ist nicht ein übliches Wohnmobil, finde ich, die so von Firmen ausgestattet werden. Hier ist die Spüle. Ich koche ja gerne. Dann wird hier gespült. Hier wird gekocht. Hier ist ein Backofen noch für die Pizza, die ich auch schon mal gerne esse. Hier sind Besteck drin und unten Putzzeug. Hier ist, wie nennt man das, Lounge, also meine Sesselecke. Ich fahre natürlich mit Navi, ne? Ich fahre mit Navi mit meinem Smartphone. Aber du brauchst natürlich Karten für eine Übersicht. Wenn du eine Tour machst, musst du ja planen irgendwie. Ne? Also ich mache ja immer Radtouren, viele Radtouren. Und da musst du ja eine Übersicht haben. Also finde ich besser, muss man vielleicht nicht, aber ich mache das gerne. Hier mit Karten halt, dann darum mit vielen Karten. Hier ist alles aus Deutschland, das meiste halt. Ne? Ich finde Deutschland, finde ich jetzt, also als Urlaub, weil ich ja sonst das ganze Jahr nicht da bin und weil ich weiß, ich komme wieder weg, finde ich ja toll. Wenn ich wissen würde, ich komme nicht mehr weg, um Gottes Willen. Ich kann Deutsch sprechen hier, das kann ich das ganze Jahr nicht. Und ich finde die Kultur toll, ich finde die Burgen. Die Kelten, ich bin Kelten-Fan. Also hier, du weißt ja, da Bamberg und die Ecke, da Staffelberg, alles Kelten. Und jetzt gibt es ein neues Projekt. Und zwar, Laos ist im Moment ziemlich in Gefahr, weil die Chinesen immer mehr dahin kommen. Ne? Da ist eine Bahn gebaut worden, auch nach Lumberbang. Und ein Teil der Seidenstraße führt da durch, also diese neue Seidenstraße
Und da kommen jetzt ganz viele Chinesen und die werden überall Straßen gebaut, auch in Nordlaos. Und es gibt kaum noch natürliche Spots, immer weniger, schon mal gar keinen Dschungel mehr. Und während Corona hatte ich viel Zeit und ich bin rumgefahren und ich habe gesehen, dass sie eine Straße bauen in so eine Gegend, wo wirklich noch keine Straße, noch keine Zivilisation quasi war, wo wirklich noch ursprünglich war. Da haben die eine Straße, also nur durch eine unglaubliche Gegend, die total unzugänglich ist. Wo man sich fragt, warum bauen die eine Straße durch. Ne? Aber diese Gegend kannte ich schon seit 20 Jahren. Ne? Da habe ich Trekkingtouren angeboten. Und dieses enge Tal, ungefähr 30 Hektar, ne? Das war total in Gefahr, weil das sind so Limestone, Kalksteinfelsen. So, das ist wie so eine U-Form, Hufeisen. Kalksteinfelsen, ganz hoch, total spektakulär. Und dann so Urwaldbäume da drin. Ne? Und der Eingang von diesem U-Tal ist ungefähr 200 Meter. Und ich habe gedacht, das musst du hier schützen, ne? Weil die wollten die Kalksteine wollten die wegsprengen und Harz und Zement und so machen. Ne? Dann habe ich das während Corona alles gekauft. Du. Das ganze Tal. Am Rand dieses Tals gibt es eine Quelle. Ne? Eine Quelle und die versiegt aber im Februar in der Trockenzeit. Und in der Regenzeit, August, September, gibt es einen Bang. Und dann kommt das Wasser aus der Erde geschossen. Ne? Also hier ist mein Stand-Up-Board und hier habe ich einen Liegestuhl. Und dann kannst du dich hier oben auch hinlegen. Und ich habe eine Alarmanlage. Ne? Wenn ich allein stehe, hat man ja schon mal ein bisschen Bedenken. Ne? Ich habe hier Blaulicht runter. Ich habe über dem Bett einen Schalter und da geht Blaulicht und Sirene an. Das ist wie, als wenn du auf den Berg steigst und du bist oben und langweilst dich direkt. Wenn was fertig ist, wenn das gut läuft, ist das langweilig, finde ich. Ne? Ich muss einen neuen Berg besteigen dann. Ne? Und der ist dann in Form von so einer neuen Idee. Ich bin besessen davon. Obsessed. Ne? Das ist schon fast ein Wahn manchmal. Du bist besessen davon. Du willst das so und so, bis das läuft. Ne? Das ist eine Besessenheit. Ne? Das besitzt mich. Dieses Tal besitzt mich jetzt im Moment. Ne? Und dann ist halt ganz gut, wenn ich in Deutschland bin, dann dann ist das so ein bisschen weg. Ne? Dann ist das ein bisschen weiter weg. Das ist manchmal ganz gut. Und das geht alles nicht ums Geld bei mir. Ne? Bestimmt nicht. Ne? Ich mache nur das, was ich gerne mache. Lifestyle-Projekte.